Die PlayStation-Version des Microsoft Flight Simulator 2024 sorgt für richtig Bewegung in der Community. Unter meinen letzten Videos zu diesem Thema habt ihr Dutzende Kommentare geschrieben über Performance, Hardware, VR, Crossplay und vieles mehr. Man spürt sehr deutlich, wie groß die Vorfreude ist, aber auch wie viele Fragen ihr noch habt. Und genau darum geht's heute. Ich fasse in diesem Video die wichtigsten Pre-Release-Themen aus euren Kommentaren zusammen, erkläre, was aktuell bekannt ist und wie realistisch eure Erwartungen sind. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Direkt zum Start hier der Hinweis: Alle Aufnahmen, die ihr zum Microsoft Flight Simulator 2024 während dieses Videos hier seht, stammen aus der Beta-Phase auf PlayStation 5 Pro. Wir beginnen mit einem Dauerbrenner-Thema, und zwar der Performance. Viele wollen wissen, ob sich die PS5 Pro wirklich lohnt und wie stark der Unterschied zur normalen PS5 oder zur Xbox Series X ist. Ich habe alle drei Konsolen hier und mein Eindruck zur Beta ist klar. Auf der PS5 Pro läuft der Flight Simulator flüssiger, das Bild wirkt schärfer und die Ladezeiten sind etwas kürzer. Aber, und das ist wichtig, wir sprechen über eine Beta-Version. Wer jetzt versucht, eine Beta auf der PS5 Pro mit der finalen Xbox-Version oder sogar mit einem High-End-PC zu vergleichen, auch darauf habe ich Zugriff, zieht keine fairen Schlüsse. Das Fazit lautet daher für mich also: Ja, es fühlt sich auf der Pro geschmeidig an, aber ein endgültiger Vergleich ist erst zum Release wirklich seriös. Ein zweites großes Thema ist ebenfalls ganz klar zu erkennen: Hardware. Eure Fragen drehen sich um alles, was mit Peripherie zu tun hat, vom Thrustmaster T-Flight HOTAS 4 über die Rudder Pedals bis hin zu möglichen Alternativen sowie Maus, Tastatur und so weiter. Kurz zusammengefasst: Der Thrustmaster T-Flight HOTAS 4 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos die einzige von offizieller Seite her bestätigte Zusatzhardware. Dieser funktioniert problemlos an der PS5, ein entsprechendes Video dazu verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und habt ihr eventuell hier auf meinem Kanal schon gesehen. Und auch die daran, also an dem HOTAS 4, anschließbaren T-Flight Rudder Pedals von Thrustmaster können uneingeschränkt verwendet werden. In diesem Zusammenhang kam auch des Öfteren die Frage auf, ob man denn parallel mehrere Geräte anschließen kann, und die Antwort ist hier eindeutig ja. Egal was ihr alles anschließt, insofern es kompatibel ist, versteht sich, könnt ihr es parallel betreiben. Also beispielsweise den T-Flight HOTAS 4, die passenden Rudder Pedals dazu, den DualSense Controller, Maus und Tastatur. Alles könnt ihr gemeinsam anschließen bzw. kabellos verbinden und dann gleichzeitig nutzen. Eine weitere Frage zur Steuerung war beispielsweise: Kann man mit einem Stick auch ein Yoke, also ein Steuerhorn, steuern? Und ja klar, das ist kein Problem, egal wie die optische Darstellung im Fluggerät ist, also ob Stick oder Yoke, ihr könnt mit der angeschlossenen Hardware immer alles steuern. Im Zusammenhang mit der Hardware wünscht sich die Community weitere Optionen. Vielleicht sogar oder idealerweise Force-Feedback-Lösungen wie beispielsweise die Mosa AB6 Force-Feedback Base. Wie schon zuletzt erwähnt, gehe ich stark davon aus, dass hier bald Bewegung in das Thema kommt. Fakt ist, der Hersteller, der frühzeitig gute Qualität zu einem vernünftigen Preis in diesem Bereich anbietet, hat sehr gute Chancen, bei der Community zu punkten und seine Umsätze anzukurbeln. Hier ist allerdings Geduld ein sehr guter Berater. Zum Start der PS5-Version des Microsoft Flight Simulator 2024 stellt sich die Situation sehr ähnlich der dar, wie sie zum Microsoft Flight Simulator 2020 zu Zeiten auf Xbox war. Der Markt wird sich hier erfahrungsgemäß anpassen und es bleibt zu hoffen, dass dies bei der PS5 schneller der Fall ist als seinerzeit auf Xbox. Ich habe das Thema Hardware auf PS5 jedenfalls im Blick und halte euch hier auf meinem Kanal jederzeit auf dem Laufenden. Das nächste Thema, das viele interessiert, ist der Speicherplatz. Wie viel braucht denn der Simulator eigentlich? Offiziell nennt Microsoft rund 50 GB für die Grundsimulation. Wenn ihr Inhalte streamt, reicht das auch völlig aus, plus einen Rolling Cache, den ihr selbst definiert.
Aber was ist denn dieser Rolling Cache überhaupt? Der Rolling Cache im Microsoft Flight Simulator 2024 ist ein lokaler Zwischenspeicher auf deiner Festplatte, in dem regelmäßig genutzte Satellitendaten, Szenerien und Texturen gespeichert werden. Dadurch müssen diese Daten beim nächsten Überflug nicht erneut aus dem Internet geladen werden, was Ladezeiten und Bandbreitenverbrauch reduziert. Besonders bei langsamer oder instabiler Internetverbindung sorgt der Rolling Cache für flüssigeres Fliegen. Aber auch ansonsten und allgemein macht die Nutzung des Rolling Cache absolut Sinn und ist zu empfehlen. Der Speicher kann in den Optionen des Microsoft Flight Simulator 2024 aktiviert, deaktiviert oder in der Größe angepasst werden, je nach verfügbarem Festplattenspeicher. Der von dir definierte Speicher wird dann nach und nach gefüllt und sollte er im Laufe der Zeit voll sein, fallen die ältesten Daten quasi hinten runter und werden vorne mit neuen aktuellen gefüllt. Ich nutze beispielsweise 128 GB und das funktioniert für mich sehr gut, sowohl an Xbox als auch am PC, und ich werde das ab Release auch auf PlayStation 5 so anwenden. Der Rolling Cache sollte von Zeit zu Zeit immer wieder gelöscht und erneuert werden, um alte Daten zu vermeiden und das System zu bereinigen. Doch damit sind wir speichertechnisch noch nicht am Ende. Seit dem letzten großen SIM-Update kann man Inhalte auch installieren, anstatt nur zu streamen, was zu deutlicher Performance-Verbesserung führen kann. Das heißt, ihr habt die Kontrolle. Wer mehr Add-ons installieren statt streamen möchte, braucht dann letztlich auch mehr Speicher. Ein weiteres Thema, das aktuell auch Emotionen weckt, ist VR. Was bisher für PlayStation-Piloten feststeht: der PlayStation VR 2 Support kommt, laut Ankündigung von Microsoft Asobo, als kostenloses Update im Laufe des kommenden Jahres 2026. Viele freuen sich darauf. PlayStation geht hier einen wichtigen, mutigen Schritt in die richtige Richtung und es wird spannend sein zu erleben, in welcher Qualität die Umsetzung gelingt. Ebenfalls viel diskutiert der InSim-Marktplatz. Dabei handelt es sich um eine in den Simulator integrierte Marktplatzplattform, über die Erweiterungen, also beispielsweise neue Flugzeuge, Szenerien, Missionen, Lackierungen usw. direkt im Simulator erworben werden können. Der InSim-Marktplatz ist auch für PS5 bestätigt, wird im ersten Schritt jedoch ausschließlich mit First-Party-Add-ons starten. Bedeutet, viele beliebte Inhalte von Drittanbietern bleiben erstmal außen vor. Die Drittanbieterunterstützung scheint hier noch in Planung zu sein und wird, so die ersten Andeutungen, dann im Frühjahr 2026 nachgereicht. Inzwischen kann man auf den Plattformen PC und Xbox ein paar wenige Marktplatzinhalte beispielsweise auch antesten, teils gegen eine Gebühr, die dann beim Kauf angerechnet wird, oder sogar kostenlos. Inwieweit diese Funktion auch auf PlayStation 5 direkt zum Start verfügbar sein wird, bleibt abzuwarten. Diejenigen, die bereits Erfahrungen allgemein mit dem InSim-Marktplatz auf anderen Plattformen sammeln durften, haben die Hoffnung, dass Sony dort strenger filtert als Microsoft. In der Vergangenheit kamen leider auch Add-ons auf den Markt, die beispielsweise auf Xbox schlicht nicht funktioniert haben. Generell muss man zu diesem Thema meiner Meinung nach festhalten, weniger ist hier mehr. Lieber ein kleiner, geprüfter Marktplatz zum Start als ein überfüllter mit halbfertigen Produkten. Wenn Sony das ernst nimmt, wäre das ein echter Vorteil für PlayStation-Spieler. Da Sony jedoch bei jedem verkauften Marktplatzinhalt sicherlich mitverdient, bleibt es interessant, dies zu beobachten. Das Thema Vorbestellen ist für viele auch ein wichtiger Punkt und die PlayStation 5 Version des Microsoft Flight Simulator 2024 kann in 4 unterschiedlichen Editionen vorbestellt werden: Standard, Deluxe, Premium Deluxe und die Aviator Edition. Jede Version unterscheidet sich im Umfang der enthaltenen Fluggeräte und Airports. Die Standard-Edition bietet rund 70 detailgetreu modellierte Flugzeuge und etwa 150 handgefertigte Flughäfen, während die höheren Editionen zusätzliche Flugzeuge und Airports enthalten. Die Aviator Edition gilt dabei als die vollständigste Variante und richtet sich an ambitionierte Sim-Fans, die alles aus dem Simulator holen wollen.
heißt es zumindest, doch Vorsicht! Gerade die Aviator Edition enthält Fluggeräte, die seit Release auf den anderen Plattformen, also seit dem 19. November 2024, fehlerhaft sind. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos rate ich deshalb maximal zur Premium Deluxe Version. Als besonderen Vorbestellerbonus erhalten alle Käufer, unabhängig von der Edition, das legendäre Jet-Trainingsflugzeug Northrop T-38A Talon kostenlos hinzu. Außerdem profitieren Käufer der Deluxe, Premium Deluxe und Aviator Edition von einem Early Access Zeitraum, der bereits am 3. Dezember 2025 beginnt, also 5 Tage früher als der reguläre Release am 8. Dezember 2025. Der Vorbestellungsprozess erfolgt bequem digital über den PlayStation Store, wo die jeweilige Edition direkt reserviert und der Preload automatisch aktiviert werden kann. So steht der Simulator pünktlich zum Start bereit, ohne dass man manuell eingreifen muss. Auch eine physische Edition ist angekündigt und wird über ausgewählte Händler erhältlich sein. Allerdings wird zum Fliegen weiterhin eine digitale Installation und eine Internetanbindung erforderlich sein. Preislich bewegt sich die Standard-Edition bei rund 79,99 €, während die größeren Editionen je nach Umfang entsprechend teurer ausfallen. Alle Versionen sind, bis auf die genannten Unterschiede, ansonsten inhaltsgleich, vollständig lokalisiert und, so ist es angekündigt, direkt mit SimUpdate 4 startend. Damit können PlayStation-Piloten direkt mit dem Flight Simulator abheben, inklusive aller neuen Features und Verbesserungen. Hier jetzt noch ein paar wichtige Randnotizen, die auch immer wieder in den Kommentaren gefragt wurden. Ein Microsoft-Konto oder Gamertag ist zum Abheben auf PlayStation 5 nicht erforderlich. Es wird kein Crossplay geben und somit ist es nicht möglich, dass PlayStation-Piloten gemeinsam mit PC- oder Xbox-Piloten fliegen. Wer den Microsoft Flight Simulator 2024 bereits auf PC und oder Xbox fliegt, kann diesen nicht automatisch auch auf PlayStation 5 nutzen und muss ihn sich für die PlayStation 5 erneut kaufen. Marktplatzinhalte, die man sich für PC und oder Xbox gekauft hat, können nicht auf PlayStation 5 verwendet werden und müssen erneut gekauft werden. Und das gilt ab Release auf PlayStation 5 dann natürlich auch umgekehrt. Weder den Simulator selbst noch gekaufte Marktplatzinhalte, die ihr für oder auf eurer PlayStation 5 kauft, könnt ihr parallel auf PC oder Xbox nutzen. PlayStation läuft hier komplett separat, Xbox und PC bleiben vereint. Der sogenannte Flight Planner, also das zentrale Planungstool für Flugrouten von Microsoft Asobo, funktioniert im Rahmen der Beta auf PlayStation 5 bisher noch nicht, soll aber dann ab Release nahtlos integriert werden. Apropos Beta, noch ein paar Worte hierzu, denn diese läuft nach wie vor und kann genutzt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Beta-Phasen ab Release dann synchron zu denen der weiteren Plattformen, also PC und Xbox, laufen werden. Somit wird die nächste, dann plattformgemeinsame Beta, die zu SimUpdate 5 werden. Hierzu gibt es jedoch noch keinen konkreten Zeitplan. Wer gerne im Multiplayer fliegt, sollte hier jedoch beachten, dass man nur dann gemeinsam fliegen kann, wenn man sich entweder gemeinsam innerhalb der Beta oder der Release-Version bewegt. Also hier bitte nicht wundern, wenn ihr euren Mitfliegenden nicht sehen könnt, da er in der Beta ist und ihr in der Release-Version. Und plattformübergreifendes Crossplay gibt es, wie erwähnt, ohnehin nicht. Xbox und PC fliegen miteinander, PlayStation bleibt außen vor und unter sich. Wenn man eure bisherigen Reaktionen zusammenfasst, spürt man ganz deutlich: riesen Vorfreude, aber wichtig sind Geduld und ein gesunder Realismus. Viele von euch schreiben zum Beispiel: schon bestellt, freue mich riesig oder endlich auf PlayStation. Gleichzeitig gibt es auch mahnende Stimmen, hoffentlich kein Déjà-vu wie beim Xbox-Release damals. Unterm Strich lässt sich für mich zusammenfassen: die PlayStation-Community ist bereit und sie ist laut. Die Themen sind ebenfalls klar: Performance, Hardware, Speicher, VR und Qualität. Und ich finde, das ist die beste Basis, die sich ein Entwickler wünschen kann. Eine motivierte Community, die mitdenkt, testet, hinterfragt und trotzdem positiv bleibt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Thema euch aktuell am meisten beschäftigt.
Ich lese definitiv alles mit und greife es in einem der nächsten Videos wieder auf. Gebt zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben und falls noch nicht geschehen, abonniert und aktiviert die Glocke, um zukünftig keine Inhalte hier auf Andiana TV mehr zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.